103. Und das herzhafte Lachen ist auch wichtig. Das ist lebenserhaltend. Wenn man so lange lachen kann, wird man so alt. Das Lachen ist ganz wichtig. Nicht weinen, nur lachen. Ich wünsche mir jeden Tag den Tod, aber ich will nicht sterben. Ich will noch ein bisschen lachen können. Und jetzt habt ihr natürlich eine Hilfe, wenn ihr da eine schlechtere Zeit zwischendurch erleben müsst, dann denke an mich. Na, da liegt der Alte und lacht. Hast du dich jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen sind? Ich habe heute die große Ehre, einen 103-jährigen Zeitzeugen zu interviewen. Und dieser 103-jährige Zeitzeuge erzählt uns heute, wie er 103 Jahre jung geworden ist, wie er damals die schwere Zeit im Zweiten Weltkrieg miterleben musste, wie er seine Frau kennengelernt hat, warum die Liebe im Leben wichtig ist, was wir heute machen können, dass sich die Zeit vom Zweiten Weltkrieg nicht wiederholt und warum das Lachen im Leben wichtig ist. Also sehr wichtig. Ein großer Dank gilt nicht nur dem 103-jährigen Menschen selbst, sondern vor allem auch seiner Familie, die uns das Vertrauen geschenkt haben, dass wir heute diesen jungen 103-jährigen Mann interviewen dürfen. Danke, dass wir dieses Vertrauen bekommen haben. Bravo, bravo, ja. Bravo, sage ich auch. Danke. Ja. Ich bin der Daniel Pleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvollen Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? 103. 103 Jahre seien sie jung. Das ist ein schönes Alter. Ja. Am 10. Mai 1922 seien sie geboren. Ja, bin ich geboren. Das war eine großartige Sache. Und ich bin geblieben. Und wollen Sie erzählen, weil Sie sind 1922 geboren, ja, wie das damals in der Zeit war, aufzuwachsen, in der Zwischenkriegszeit, da war ja auch viel Armut und viel Not. Da war alles anders und ich war sehr jung und habe mir nichts gemerkt. Die Jugend war sehr liebe, brave Eltern gehabt. Bin nie bestraft worden. Der Vater hat nur mit mir ernst gesprochen, aber ohne. Das war schön. Ihr Vater war ja Tischler und Hobbyimker. Ja, Hobbyimker. Sie haben ja als Kind auch schon eine Erfahrung mit den Bienen gemacht, wie Sie den Bienenstock vom Baum holen sollten. Wieso wissen Sie das? Ich bin informiert. Also, ein Gedankenleser von früher. Ja. Wollen Sie es erzählen, wie das war mit den Bienen da, was da passiert ist? Ja, und da bin ich dann herunter und gestochen worden von den Bienen. Und dann wollten wir den Arzt besuchen, der nicht da war, ein anderer. Und naja, es waren andere Zeiten. Und ich bin ganz nass gewesen und bin dann zu Fuß mit dem ungefähr 10 Kilometer zu Fuß zum Arzt gegangen. Es waren andere Zeiten. Und wie war das dann 1938, wie dann der Hitler gekommen ist? Weil da haben sie ja in der Schule, waren sie 600 Schüler und dann ist ja diese Schule in so umgewandelt geworden. Dann, in der Zeit, wo der Hitler da war, bin ich da bei meiner Frau in der Wohnung gewesen, auf Erholung. Der Arzt hat mich da hingeschickt. Und da habe ich meine Frau kennengelernt und dann geheiratet und so. Sie haben ja Ihre Frau schon vor dem Krieg gekannt. Ja. Aber ich bin zu meiner lieben Frau mit dem Fahrrad gefahren
auch wenn es geregnet hat. Denn die Liebe war groß. Und da bin ich auch bei Regen gefahren, bin ich nass geworden, habe mir nachher die Schuhe ausgeleert, weil nass waren. Und alles andere wurde mit Küssen erledigt. Da sind Sie mit dem Fahrrad, wie viele Kilometer waren das, wo Sie mit dem Fahrrad zum Ötscher gefahren sind? Ja, das waren 90 Kilometer ungefähr, ich weiß nicht mehr genau. Es ist allerlei durchgemacht, an schönen Sachen und weniger schönen. War nicht so schön. Die Kriegszeit, da war ich dann beim Militär und dann nach Russland war. Und habe aber das Glück gehabt, ich habe alles gut überstanden. Auch den Krieg. Wir machen ja Videos für den Frieden, dass wir das für den Frieden festhalten dürfen. Ja. Und vorher haben wir schon kurz angesprochen, dass den ganzen Krieg auch miterleben mussten. Ja, leider. Ja. Wollen Sie erzählen, wie das damals war im Krieg, was Sie da miterleben mussten? Nein, das habe ich alles vergessen. Gott sei Dank. Es war vieles. Das haben, glaube ich, 8 oder 10 Personen, Soldaten sind neben mir in Russland gestorben. Ich bin durchgekommen. Haben Sie immer Glück gehabt? Ja, ich habe Glück gehabt. Ja, ich bin ein bisschen ein Glücksvogel. Na, Gott sei Dank. Und bin dann zum Schluss im Krieg noch verwundet worden, sodass ich die erste Zeit meines Studiums mit Krücken gehen musste auf die Universität. Ja, die Zeit ist vorbei. Und Gott sei Dank leide ich an Vergesslichkeit. Ich habe alles vergessen. Den Krieg und die Medizin, alles. Meine Patienten, alles vergessen. Sie sind ja nach dem Krieg, haben Sie vorher angesprochen, seien Sie Arzt geworden. Ja, ja. Das ist ein Verdienst meiner Eltern. Weil die haben nicht so viel verdient. Aber sie haben alles erreicht, dass ich studieren konnte. Oben und oben. Das Leben ist so, ist kurzweilig. Einmal oben, einmal oben ist schön und weiter. Ja. Und so vergeht die Zeit des Lebens und man wird so alt. So ist das Leben. Kurz, jung und dann wird man 103 Jahre. Man muss auch die Dinge hereinkommen lassen, die von selber werden. Das ist das Alter, kommt von selber. Und wie fühlt sich das eigentlich an, so 103 Jahre jung zu sein? Wie fühlt sich das so an? Nein, das steht nur geschrieben, aber Gott sei Dank spüre ich das nicht. Und haben Sie irgendwas Bestimmtes gemacht, dass Sie 103 Jahre jung werden? Ja, trinken, Suppe trinken, Schnitzel trinken. Jetzt kann man sagen, lebe ich nur von berührter Kost. Alles wird berührt, das Fleisch, das Gemüse und alles, das wird, und ich trinke jede gute Schnitzelsuppe. Ich trinke alles. Und das, glaube ich, ist ein Vorteil. Aber haben Sie irgendwas Bestimmtes gemacht? So? Nein, gar nichts. Trinken und dann leicht verdauen. Funktioniert wunderbar. Die Füße sind sehr schlecht, der Kopf ist auch nicht gut, der Bauch ist gut. Der funktioniert noch. Und die Küche auch, wunderbare Küche.
Und inwiefern ist die Familie im Leben wichtig? Die ist sehr wichtig. Der Friede ist ja ganz wichtig. Verzeihen können. Das ist ja auch hier und da notwendig. Aber das muss man lernen. Und wie kann man das lernen, dass man verzeihen kann? Wie kann man das lernen? Wie? Wie kann man das lernen, dass man verzeihen kann? Verzeihen kann. Darauf kommen, dass das Bössein schlecht ist. Verzeihen aus. Das Verzeihen können, das ist großartig. Das muss man können. Und dann hat man die Freude damit. Heiliger Patzel, ich hab dir verziehen. Ja. Und das herzhafte Lachen ist auch wichtig. Das ist lebenserhaltend. Wenn man so lange lachen kann, wird man so alt. Das Lachen ist ganz wichtig. Nicht weinen, nur lachen. So lachen wir über das Leben. Ja. Es gibt immer wieder auch etwas zu lachen oder fröhlich zu sein. Und das muss man sich aussuchen. Nach Möglichkeit aussuchen. Das ist wichtig. In jedem Alter. Und das habe ich geübt und dabei bleibt's. Und das ist ein Hilfsmittel, dass man so alt wird. Ich lache gerne. Wenn es möglich ist, lachen. Das ist natürlich auch ein Grundsatz des Lebens. Trotzdem lachen. Nicht einfach, aber trotzdem lachen. Die Freude ist sehr wichtig. Also ich bin ein Vertreter der Freude. Wenn es möglich ist, freuen. Und da war natürlich eine gute Idee, zu mir zu kommen. Ja, das sind Augenblicke, wo man nachher daran denken kann. Da hat der Alte anders geredet. Da hat er gelacht. Ein Vorbild ist ja ein Mensch, der lachen kann. Es ist nicht immer alles gescheit, wenn man lacht, aber klug. Na, besser lachen wie weinen. Und jetzt habt ihr natürlich eine Hilfe, wenn ihr da eine schlechtere Zeit zwischendurch erleben müsst, dann denke an mich. Ja. Na, da liegt der Alte und lacht. Ja. Haben Sie immer diese positive Einstellung schon gehabt? Ja, die ist gut, die ist positiv. Wenn man zwei Dinge vergleichen kann, immer die positive aussuchen. Sagen Gott sei Dank, es ist nicht so. Warum ist es so wichtig, dass man positiv denkt? Warum ist es wichtig? Das muss man lernen. Das im Leben lernen, positiv denken. So sagen, aha, das ist ein Blödsinn, aber machen wir es anders. Man kann wählen, so oder so. Und wenn man gescheit ist, wählt man immer das Bessere. Und da muss man halt schauen, dass man möglichst gescheit bleibt und nicht so viel Blödsinn macht.
Aber man hört nicht auf, im Leben zu lernen. Weil den Blödsinn lernt man. Ja, dann sagt man, das war ein Blödsinn, aber weg. Das heißt, immer weiter lernen, nicht aufhören zum Lernen. Immer weiter lernen. Das Schlechte nicht übersehen, aber sagen, aha, so mache ich nicht mehr. Also aus Fehlern lernen. Auch. Ja. Das Lernen hört auch nie auf. Aber man muss sich Zeit nehmen und man muss bereit sein zu denken, positiv zu denken. Und gemeinsam ist auch schön, gemeinsam lachen, jeder lachen. Ja, die Liebe ist was Großartiges, aber man muss das ganze Leben üben. Nicht einfach. Wie lange haben Sie Ihre Frau gekannt insgesamt? Wie lange? Ja, sie ist 90 Jahre alt geworden und so lange habe ich sie auch gekannt. Und sie hat 6 Jahre auf mich gewartet, während ich Medizin studiert habe, mit Krücken. Sie hat gewartet, sie war so brav. Zu einem Bauern hat sie gesagt, der wollte sie heiraten und sie hat zu ihm gesagt, danke, habe ich schon. Aber sie hat dann noch 5 Jahre auf mich gewartet. Der Beweis hat sich eingestellt, dass meine Frau und mich geliebt hat und gewartet hat so lange. Und ich hab sie gleich geheiratet. Wie ich fertig war mit dem Studium, haben wir geheiratet. War eine Lehrerin und sie hat meine 4 Kinder nicht auf die Welt gebracht, sondern auch aufwachsen, geholfen und sie erzogen. Ich habe wenig in der Familie weniger zu tun gehabt. Ich war als Arzt sehr ausgelastet, aber meine Frau hat sich um alles gekümmert. Das war großartig. Ich habe sie verehrt und früher war das anders. Da hat man die jungen Leute, haben sie kennengelernt und schätzen gelernt und es war anders. Wie haben Sie denn das gemacht, dass Sie so lange mit der Frau verheiratet geblieben ist? Weil heutzutage trennen sie ja viele junge Leute gleich. Ja, dass ich so lange verheiratet war. Ja. Ich habe ganz einfach meine Frau sehr geliebt. Und die Frau vermutlich Sie auch. Ja, natürlich. Das gehört zusammen. Ja, wenn es auch zwischendurch immer wieder Störungen gegeben hat, aber die sind weggewischt worden. Und da muss man sich immer das Liebe aussuchen. Und dann hier und da nicht verlernen zu sagen, geh, der Blödsinn. Ja, das muss man lernen, das kann nicht jeder. Und welchen Lebensratschlag würden Sie den Zuschauern mitgeben? Oder uns mitgeben? Welchen Ratschlag fürs Leben? Seid lieb miteinander und werdet so alt. Im Leben alles 2 Seiten. Das Altwerden ist schön, aber nicht gut. Aber natürlich, wenn man so lieben Besuch bekommt, ist es schön. Und wenn man so liebe Betreuerinnen hat, ist alles schön. Und was ist dann wichtig im Leben?
Wie? Was ist wichtig im Leben? Die Liebe und der Friede. Ja. Und was können wir machen, dass man heutzutage den Frieden erhalten kann, dass sich die Zeit nicht wiederholt? Was können wir da machen dagegen? Nichts. Lieb sein und nicht streiten. Als Vorbild aus. Und die anderen müssen das nachmachen. Es ist leider Gottes, es gibt leider noch immer blöde Völker, die heute noch Krieg führen. Wahnsinn. Sie haben ja gesagt, Krieg ist was fürchterliches. Das war fürchterlich. Es ist Gott sei Dank, dass wir in Österreich jetzt Frieden haben. Wenn auch hier und da gestritten wird. Aber kein Krieg. Kein Krieg. Und wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie das heute im Fernsehen sehen, dass da wieder mehr Krieg anfängt? Abdrehen. Sofort abdrehen. Das ist der pure Wahnsinn. Das ist für nichts gut. Für nichts gut. Der Friede und das Lieben, das ja, ist die Hauptsache. Inwiefern ist der Glaube auch wichtig? Der Glaube ist eine Hilfe. Glauben können ist schwer, aber man muss, wenn man denken kann, ist es nicht schwer. Man kommt drauf, dass der Mensch, der glauben kann, aus der leichter Art. Aber man darf nicht vergessen, zu üben und zu lernen, hier und da zu beten. Und wenn es nur 2 Wörter sind. Und dazu gehören die 2 Wörter Danke. Danke, lieber Gott, dass mir nicht so schlecht geht wie dem Nachbarn. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für die Zukunft, dass ich bald sterben kann. Und dann habe ich die Ewigkeit vor mir. Die dauert verflixt lang. Bin ich schon neugierig. Aber es ist niemand da, der mir sagt, wie es in der Ewigkeit zugeht. Muss man warten. Da muss jeder selber erleben. Ja. Da kommt natürlich die Fantasie zum Tragen. Man kann sich die Ewigkeit so verschieden vorstellen. Gut und böse, alles. Und ich bleibe beim Guten. Und haben Sie zum Abschluss noch irgendeinen anderen Wunsch für die Zukunft, außer zum Sterben? Irgendeinen anderen Wunsch, einen zweiten Wunsch? Nein, das ist mein täglicher gewünschter Wunsch, in der Früh zu sagen, schon wieder nicht gestorben. Ja, ich warte auf das Sterben und das ist gut, wenn man das gelernt hat oder wenn man das kann. Da ist man nicht traurig. Dann kann man trotzdem immer lachen.